Heute begleiten mich wieder ganze Felder von Sonnenblumen. Ein Camino-Wegweiser scheint mich sogar direkt in so ein Feld zu schicken. Ich widerstehe aber der Versuchung und genieße nur diesen Anblick der warmgelben Fläche, soweit das Auge reicht. In der Nähe von Ledicos sehe ich eine Tafel mit der Kilometerangabe. Burgos 111 Kilometer. Laut meinem Pilgerführer war es auf dem Camino sogar ein Tick mehr, 114. Die ersten 100 Kilometer habe ich also hinter mir. Es bleiben noch 4-mal so viel zu gehen. Eine SMS. Sollte dir irgendwo ein schöner Pilgerhut über den Weg laufen, mein Kopfumfang ist 60 Zentimeter. Ich muss lachen. Das immer dabei, das ist prima, antworte ich gleich. Den Jan kenne ich von 2-wöchigen Exerzitien in Rom vor 2 Jahren. Irgendwie kamen wir da zusammen und während die anderen die Pausen zum Ausruhen oder Beten genutzt haben, sind wir meistens alleine mit Stadtführer in der Hand weitergelaufen, um noch dieses oder jenes Kunstwerk zu sehen, das nicht auf dem Programm stand, wie die Ekstase der heiligen Teresa oder Caravaggios Berufung des heiligen Matthäus. Bei einem Abstecher in die St. Agnes Basilika in Via Nomentana sind wir sogar über die Brüstung geklettert, um den Sarg der Heiligen zu berühren. Am letzten Tag hängten wir noch eine Besichtigung von Kolosseum und Forum Romanum in der Mittagshitze drauf und krönten es mit einem Espresso Corretto in Café Greco. Eines Tages kamen wir auf den Weltjugendtag in Köln zu sprechen, bei dem der Jan dabei war, und ab da ist das immer dabei einfach unser Hit geworden. Dieses Zitat durfte jetzt also keineswegs fehlen. Jan ist übrigens seit 2 Jahren ein Seminarist. Ehrlich gesagt habe ich einige Freunde, die diesen Lebensweg eingeschlagen haben. Ob es an ähnlichen Wellenlänge liegt oder habe ich dafür ein besonderes Gespür? Es passierte mir schon öfters, dass jemand, mit dem ich mich ganz gut verstand, ins Priesterseminar ging. Eine Ordensschwester meinte, Gott schickt dir diese Jungen, damit du für die besonders betest. Meine Cousine sagt dagegen, siehst du, nachdem sie dich kennengelernt haben, werden sie lieber Priester und leben zölibatär. Na toll. Blöderweise landete auf dieser Liste tatsächlich einmal sogar meine große Liebe. In Deutschland bemitleiden mich übrigens einige Freunde, dass ich umsonst Theologie studiert hätte, da ich in der katholischen Kirche als Frau nicht geweiht werden kann. Ich kam eigentlich nie auf den Gedanken, Priester sein zu wollen. Es gibt schon gute Gründe, warum Frauen nicht geweiht werden, und ich bin froh darüber. Würde ich zum Beispiel während des PMS im Beichtstuhl sitzen, wehe dem armen Penitenten, den ich wahrscheinlich völlig zu Unrecht zusammengestaucht hätte. Aber Spaß beiseite. Apropos Priester, heute schlafe ich in Terra Dios de los Templarios. Und schau eine an, die Alberge heißt Sac de Molay. Eigentlich könnte ich noch weiterlaufen. Die Füße ohne Schuheinlagen fühlen sich deutlich wohler. Diese nette Herberge mit 5 Bettzimmern, Terrasse und gemütlichen Speiseraum ist aber sehr verlockend. Und tatsächlich, es wird ein netter Abend. Ich teile das Zimmer mit Gerda aus der Schweiz und Julia aus Freiburg. Es stellt sich heraus, dass sie im selben Tempo den Weg laufen wie ich. Wir haben in den letzten Tagen genau dieselben Etappen gemacht. Erstaunlich, dass wir uns bisher nicht begegnet sind. Wir entscheiden uns, morgen gemeinsam zu gehen. Jetzt wollen wir aber das hiesige Pilgermenü testen. Es tut gut, wieder Deutsch zu sprechen. Im Speisesaal gesellt sich gleich Thomas aus Kiel zu uns. Er bemerkt meinen erstaunten Blick und erklärt uns gleich, warum seine linke Wade komplett weiß ist, obwohl er sonst eine gesunde Sonnenbräune trägt. Letztes Jahr bekam er in dem Bein eine Tiefenvenenthrombose und seitdem muss er einen Stützstrumpf tragen. Diese Erkrankung, die ihn aus seiner Lebensbahn geworfen hat, ist auch, wie er sagt, der Grund, warum er den Weg geht. Und er geht ihn tatsächlich zu Fuß von Kiel aus. Mindestens jeder zweite Mitpilger geht den Camino tatsächlich aus einer Krise heraus oder aus einem traumatischen Erlebnis. Oder weil er sich in einem Punkt befindet, wo er wichtige Entscheidungen für die Zukunft treffen muss.